In dem heutigen Video soll es um die Kupplung der Vespa Large Frame Modelle gehen und da im Speziellen um die Cosa-Kupplung. Warum sprechen wir nur über die Cosa-Kupplung? Ganz einfach, die Cosa-Kupplung stellt einen erheblichen Fortschritt zu älteren Kupplungsmodellen dar und in ihren verbesserten Versionen, wie hier der CNC gefrästen Cosa-Kupplung, kann sie eigentlich alle Probleme lösen und kann Kräfte von über 40 PS problemlos übertragen. Der einzige Schwachpunkt, den diese Art der Kupplung hat, sind meistens die Belege oder das Trägermaterial der Belege. Ich erkläre euch kurz, was das Problem mit den Kupplungsbelegen war. Hier haben wir Originalbelege von Piaggio und ihr seht, dass die auf einfachem Blech gedruckt sind. Das funktioniert in Standardmotoren relativ gut, aber dieses Blech hat ein relativ hohes Eigengewicht, was in der Kupplung anfängt hin und her zu schlagen und zu arbeiten. Und dieses Gewicht muss von diesen dünnen Nasen aufgenommen werden. Das kann gerade bei getunten Motoren dazu führen, dass der Kupplungsbelag irgendwann so aussieht. Hier seht ihr aufgeschlagene Nasen und das Resultat sind Belege, die Spiel im Korb haben in alle Richtungen, dass die Belastung nicht mehr gleichmäßig auf alle Nasen verteilt wird und natürlich, dass irgendwann die Nasen ganz abbrechen. Die Lösung dieses alten Problems sind unsere neuen SIP Cosa 2 CR80 Belege. Sie sind ganz einfach so aufgebaut, wie heutzutage moderne Kupplungsbelege im Motorenbau gebaut werden und wie sie in den meisten Motorrädern Verwendung finden. Als erstes besteht das Trägermaterial nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium. Das hat ein geringeres Eigengewicht, leitet Temperatur besser ab. Die Nasen sind im Vergleich zu Originalkupplungsbelegen dicker. Also sie sind in dem Bereich leicht verdickt, dort wird die Energie an den Kupplungskorb weitergegeben und damit sind die Nasen stabiler. Hier gut zu sehen im Vergleich zu einem Originalbelag. Zudem besteht das Belagmaterial aus sehr vielen Segmenten und das bedeutet, dass das Öl sehr gut in den Belag eindringen kann und die Kupplung immer gut mit Öl versorgt ist. Auch das Belagmaterial selber entspricht heutigen Standards und ist kein einfacher Kork mehr wie bei den Originalbelegen. Es ist vielleicht etwas verwirrend, warum unsere neuen Belege CR80 heißen. Das hat einen einfachen Grund. Auf der Suche nach besseren Kupplungsbelegen wurden früher häufig die Belege der 100 CR80 modifiziert, dass sie in die Cosa-Kupplung passen. Das ist relativ einfach möglich, da der Außendurchmesser sich nicht groß unterscheidet. Das Problem ist, dass der Innendurchmesser auch ein anderer ist. Das verursacht ein etwas unangenehmes Einschleifverhalten. Man kann also nicht so schön anfahren mit diesen Kupplungen, wie das mit den Original-Cosa-Kupplungen möglich ist. Gerade im Alltag und Stadtverkehr kann das ziemlich störend sein. Ich möchte euch unsere neuen Kupplungsbelege sehr ans Herz legen. Die fahre ich auch selber, denn sie verbinden das Beste aus beiden Welten. Die Abmessung der originalen Cosa-Belege und die Bauweise von modernen Motorradbelegen. Wer eine günstige Lösung für dieses Problem sucht, für den haben wir auch ein neues Produkt auf dem Markt, nämlich unsere einfachen Cosa 2 Belege auf verstärktem Trägermaterial. Hier ist das Trägermaterial auch aus Stahl, aber aus hochwertigerem Stahl, der widerstandsfähiger ist, was dazu führt, dass die Nasen länger halten und nicht so schnell aufpilzen oder brechen. Ich hoffe, meine Tipps konnten euch bei der Belagswahl ein wenig helfen. Bitte denkt daran, eine schlecht funktionierende Kupplung muss nicht immer an der Kupplung selber liegen. Es kann auch daran liegen, dass einfach das Kupplungsseil nicht mehr richtig funktioniert. Und da möchte ich euch unseren SIP Performance Kupplungszug sehr ans Herz legen. Er sorgt für eine bessere Bedienbarkeit, eine bessere Rückmeldung, ein besseres Gefühl für die Kupplung und auch für eine geringere Betätigungskraft. Dann daran denken, dass ihr immer das richtige Werkzeug zur Hand habt. Ein paar Spezialwerkzeuge sind nötig, wenn ihr die Kupplung wechselt. Im speziellen Fall bei der Cosa-Kupplung haben wir unser Multiwerkzeug, den Kupplungskompressor und Kupplungsabzieher. Um die Kupplung zu lösen,
benötigt ihr ein Haltewerkzeug, damit sie sich nicht mitdreht. Und immer dran denken, neues Getriebeöl kann nie schaden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal und macht so ein Like oder wie das heißt. Und genau.